von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, leibhaftig sozusagen, und schätzen das wirklich sehr, weil wir auch wissen, dass noch andere Termine sind. Heute Abend Eröffnung der Blechexpo zum Beispiel und dann VDMA-Gipfel in Frankfurt. Also schön, dass Sie gekommen sind. Ich präsentiere Ihnen heute die Zahlen des Geschäftsjahres 2020/21, das, wie Sie wissen, bis zum 30.06.2021 dauerte. Wie schon im vergangenen Jahr möchte ich dabei mit der Corona-Statistik der Trumpf-Gruppe beginnen, bevor wir auf Umsatz, Auftragseingang, Ergebnis und Rendite kommen. In einem weiteren Block geht es um die Entwicklung der Einzelmärkte bei Trumpf sowie die Mitarbeiterzahlen und Investitionen unseres Unternehmens. Anschließend möchte ich einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22 geben, das noch bis Ende Juni nächsten Jahres andauern wird, sowie unser neues Bündnis für Arbeit 2025 vorstellen, das wir gerade erfolgreich verhandelt haben und von dem wir überzeugt sind, dass es erneut einen Meilenstein für das moderne Arbeiten bei Trumpf markiert. Im Nachgang sollte genügend Platz für Ihre Fragen sein. Herr Möller hat es oder hätte es erwähnen sollen. Also, kann ja auch nicht alles machen. Übrigens, wenn es Ihnen zu warm ist hier drin, ziehen Sie gerne Ihre Jacketts aus. Also ich finde es ziemlich gut warm hier oben. Bevor ich zu den ersten Kennzahlen komme, aber noch ein Wort zum Motto der diesjährigen Bilanz-PK. Das Wort draußen nämlich, das nichts zu tun hat mit Ausgeschlossensein im Sinne des bekannten Dramas von Wolfgang Borchert aus dem Jahr 1947. Sondern das unsere weltweiten Vertriebs- und Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter adressiert, die wirklich Unglaubliches geleistet haben, gerade während des letzten Jahres. Und die für uns sinnbildlich draußen unterwegs waren bei unseren Kunden unter erschwerten Bedingungen hinsichtlich Einreiseverboten, Visabürokratie, langen Quarantänezeiten, stark eingeschränkten Komfort in den Hotels und Pensionen. Natürlich waren auch der Einkauf, die Zentralfunktionen oder die Produktion immens wichtig. Sie möchte ich nicht vergessen. Man spricht über den Außendienst aber generell nur sehr selten, obwohl er für Trumpf auch ökonomisch doppelt wichtig ist. Denn die erste Maschine verkauft der Vertrieb, sagt man, die zweite aber der Service. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes haben für uns in den besonders kritischen Corona-Monaten die Kohlen aus dem Feuer geholt, während gleichzeitig in Deutschland nicht selten mit fast unerträglicher Penetranz über den Anspruch auf Homeoffice hin bis zu gesetzlichen Quoten für Unternehmen debattiert wurde. Den Außendienstlern ist deshalb auch unser neuer Geschäftsbericht gewidmet, der vor Ihnen liegt. So viel vorab, meine Damen und Herren, zum Motto draußen. Beginnen wir nun thematisch passend mit der Corona-Statistik von Trumpf, bevor wir auf die Geschäftszahlen kommen. Zunächst ist entscheidend zu sagen, dass die Ausbreitung von Corona in der Trumpf-Gruppe alles in allem überschaubar war. So gab es in der Zeit vom 1.7.2020 bis zum 30.06.2021 gruppenweit 877 positive Corona-Fälle und 1.852 Personen in Quarantäne. Hier in Ditzingen waren es im selben Zeitraum 114 Ansteckungen und 160 Quarantänefälle. Und das, obwohl rund 1/3 aller Trumpfbeschäftigten weltweit am Standort arbeitet. Die meisten Infektionen bezogen sich mit anderen Worten also nicht auf Ditzingen, sondern auf unsere Auslandsgesellschaften, zum Beispiel in den USA. Aktuell haben wir in der Trumpfgruppe 29 Corona-Fälle, in Ditzingen sind es 8 und in Deutschland 13. Auch an dieser Stelle begegnet uns das Motto draußen erneut, denn im abgeschlossenen Geschäftsjahr handelt es sich bei Quarantänefällen vielfach um technische Quarantänen jener Mitarbeiter, die entweder zu einem Auslandseinsatz unterwegs waren oder von diesem zurückkehrten, was rückblickend eine logistische Herausforderung für uns war. Denn Trumpf hat rund 50.000 Maschinen weltweit bei Kunden im Einsatz, die gewartet werden müssen, von den Neuinstallationen nicht zu sprechen. Wobei ich jetzt sagen muss, die Qualität ist natürlich schon hoch. Also wir haben ja nicht ständig Fälle von Wartung, weil die laufen im Allgemeinen, aber immer wieder kommt halt schon was vor. Falsche Maschinenbedienung vor allem. Über viele Monate war es nur unter großer Anstrengung möglich, Servicetechniker innerhalb Europas oder nach Asien bzw. Nordamerika zu entsenden, da sie in der Regel bei Ein- und Ausreise jeweils 2 Wochen in Quarantäne mussten, das wissen Sie ja.
Dass wir hier insgesamt gut durch die Pandemie gekommen sind, war auch unserer strikten Corona-Governance geschuldet. Zu erwähnen ist dabei nicht nur die sofortige Einrichtung eines zentralen Krisenstabes, der lokale Krisenstäbe koordinierte und koordiniert. Vor allem aber hat das Gesundheitszentrum von Trumpf von Beginn an sehr konsequent und breit auf Corona getestet, und zwar auch prophylaktisch, bei Verdachtsfällen, auch ohne erkennbare Symptome. Kurz vor Ende des Geschäftsjahres haben wir auch zu impfen begonnen. Bis zum 30.06.2021 wurden 435 Mitarbeiter im Unternehmen geimpft. Bis zum heutigen Tag sind es insgesamt 1.203 Erst- und Zweitimpfungen. Und wir setzen alles daran, dass diese Zahl noch steigt, wozu ich ganz persönlich in diversen Formaten der internen Kommunikation aufrufe. Für externe Gäste, aber auch beim Betreten des Betriebsrestaurants durch unsere Mitarbeiter setzen wir auf 3G. Wir sind damit meines Wissens nach eines der ersten Unternehmen, das diesen Standard für die eigenen Mitarbeiter definiert hat. Damit komme ich zu den Geschäftszahlen und der vorwegnehmenden Aussage, dass es Trumpf als Gruppe gelungen ist, ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr zu realisieren, was den Umsatz und den Auftragseingang anbelangt, aber auch das Ergebnis und die Rendite. Blicken wir dazu zunächst auf den Umsatz der Trumpf-Gruppe im Berichtsjahr. Ungeachtet der ganzjährigen Einschränkungen durch Corona und der sich bereits seit längerem ankündigenden Schwierigkeiten innerhalb der Lieferketten konnten wir den Umsatz des Vorjahrs nicht nur egalisieren, sondern sogar um 0,5% auf 3,5 Milliarden Euro steigern. Wohlgemerkt verglichen mit einem Geschäftsjahr 19/20, in dem nur die Zeit zwischen März und Juni 2020 von Corona betroffen war. Im Geschäftsjahr 2020/21 gab es keinen einzigen Corona-freien Monat. Noch positiver als der Umsatz fällt die zweite Kenngröße des Geschäftsjahres aus, die in die Zukunft gerichtet ist. Mit einem Auftragseingang von 3,9 Milliarden Euro gelang es Trumpf im Geschäftsjahr 2021 sowohl das Vorjahres- als auch das Vorkrisenniveau mit einem Plus von 19,7% signifikant zu übertreffen. Wir kratzen das erste Mal überhaupt an der 4 Milliarden Euro Grenze, der höchste Auftragseingang in der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Wir sehen hierin eine starke Basis für das Geschäftsjahr 21/22, ungeachtet der gleich noch zu thematisierenden Lieferkettenproblematik. Kommen wir jetzt vor dem Ergebnis und der Rendite kurz zu einer Betrachtung unserer Geschäftsbereiche und Geschäftsfelder, was den Umsatz anbelangt. Der Umsatz unseres größten Geschäftsbereichs Werkzeugmaschinen ging Corona-bedingt leicht um 3,9% zurück auf 2,04 Milliarden Euro. Die Rückgänge betrafen dabei alle Märkte gleichermaßen. Wir sahen hier keine regionalen Hotspots und führen dies auf temporäre Produktionsverzögerungen und eine vorübergehende Investitionszurückhaltung einiger Kunden abhängig von den Pandemiephasen etwa in Europa oder den USA zurück. Der Geschäftsbereich Lasertechnik hingegen erzielte mit 1,3 Milliarden Euro einen um 10,4% stärkeren Umsatz als im Vorjahr. Wir führen diesen Zuwachs zurück auf die sprunghaft angestiegene Nachfrage im Bereich der Elektronik, der Photovoltaik und der Elektromobilität, insbesondere in China. So werden Trumpf-Laser bei der Produktion von Solarmodulen und zum Schweißen von Batteriezellen verwendet. Neben den beiden großen Geschäftsbereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik weise ich hier auf einzelne Geschäftsfelder gesondert hin. Dies betrifft zunächst die bei Trumpf-Hüttinger in Freiburg und Warschau ansässige Elektronik, die auf einen Umsatz von 2,86 Millionen Euro wuchs, was einem Plus zum Vorjahr von 24% entspricht. Gründe für diesen Erfolg waren das stark anziehende Solargeschäft in China, für das wir Komponenten liefern. Zudem konnte Trumpf weitere Marktanteile im Halbleiterbereich gewinnen und wuchs stark bei Mikroelektronikanwendungen für Displays, für mobile Anwendungen, etwa Laptops. Neben der Elektronik möchte ich auch in diesem Jahr das getrennt berichtete, technisch aber zur Lasertechnik gehörende Geschäftsfeld EUV erwähnen, also die Hochleistungslaser für unseren Kunden ASML. Dieser liefert anschließend die fertigen Anlagen für die derzeitig heiß diskutierte Chipproduktion, unter anderem an TSMC in Taiwan. Im besagten Geschäftsfeld konnten wir den Umsatz von 460 Millionen Euro im Vorjahr leider nicht ganz wiederholen, sondern lediglich 437 Millionen Euro Umsatz erzielen, was einem Minus von 5% entspricht. Dennoch hat EUV im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederum einen nennenswerten Anteil zum Gruppenumsatz beigesteuert und hat sich als feste dauerhafte Größe in unserem Portfolio mit einem ebenfalls
zweistelligen Rendite etabliert. Kommen wir nach den Geschäftsfeldern und Geschäftsbereichen nun zum Umsatz nach Region, die wir im Hintergrund jeweils mit Porträts unserer Außendienstmitarbeiter illustrieren. Und hier ist das Bild ein vertrautes, was die vorderen Plätze anbelangt. In unserem stärksten Einzelmarkt Deutschland sank der Umsatz nach 612 Millionen im Vorjahr auf 579 Millionen Euro, was einem Minus von 5,3% entspricht. Maßgeblich sehen wir hierfür Rückgänge im Automobilgeschäft und in den Zuliefererbranchen an, vor allem aber eine generelle Kaufzurückhaltung während Corona. Die weiteren Märkte in Europa entwickelten sich für Trumpf sehr unterschiedlich. Ein Wachstumstreiber war, wie erwähnt, der Umsatz des Geschäftsfelds EOV in den Niederlanden. Mit 461 Millionen Euro avancierten die Niederlande dadurch zum viertstärksten Trumpfmarkt nach Deutschland, China und den USA. Die Umsätze in den meisten anderen europäischen Märkten waren rückläufig oder stagnierten. Auch dies bringen wir in Verbindung mit teils drastischen Corona-Maßnahmen, die unsere Produktion und den Vertrieb beeinträchtigten. In Summe sank der Umsatz in Europa ohne Deutschland um 4,6% auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Betrachten wir im Folgenden den amerikanischen Kontinent. Nordamerika entwickelte sich in der Corona-Pandemie ebenfalls rückläufig. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr ging währungsbedingt in Summe um 5,1% zurück. In unserem drittgrößten Einzelmarkt, den USA, verbuchten wir allerdings nur einen moderaten Rückgang um 1,8% auf 485 Millionen Euro. Und mittlerweile sind die USA auch wieder bestens on track. In Südamerika war der Umsatz für Trumpf mit einem Minus von 11% noch stärker rückläufig und überwiegend auf die schwache Geschäftsentwicklung in Brasilien zurückzuführen. Blicken wir nun auf die asiatischen Märkte, die sich ganz anders entwickelten und maßgeblich für ein Anziehen der Nachfrage verantwortlich sind. Hier stieg der Trumpfumsatz um beeindruckende 18,7% auf 948 Millionen Euro. Der Umsatz in unserem größten asiatischen Markt China verzeichnete einen signifikanten Zuwachs von sage und schreibe 51% auf 525 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 348 Millionen gewesen. Hauptursache dafür war, wie gesagt, das zeitlich frühere Hochfahren der Industrieproduktion nach Corona und des gestiegenen Bedarfs an Elektronik- und Laseranwendungen, etwa für die Batteriezellenproduktion. Der traditionell sehr volatile Maschinenbaumarkt Japan verzeichnete leider erneut einen deutlichen Rückgang um minus 23% auf 114 Millionen Euro. Rückgänge verbuchten wir auch in Indien auf 17 Millionen Euro, was einem Minus von empfindlichen 34% entspricht, das wir uns insbesondere mit der schwierigen Situation durch Corona erklären. Wobei zu sagen ist, dass Indien insgesamt noch keinen wichtigen Markt für Trumpf darstellt. Genau wie China konnte Südkorea hingegen erneut wachsen, wenn auch bei weitem nicht so dynamisch. Hier lagen die Zuwächse bei plus 6% auf 142 Millionen Euro. Was bedeuten diese Zahlen? Sprich, einen Umsatzrückgang in Europa, in Deutschland einerseits, ein sattes Umsatzplus in China andererseits, nun für die Verschiebung der Umsatzanteile der Trumpfgruppe. Sie sehen es in der Grafik, die hinter mir zu sehen ist. Deutschlands Umsatzanteil am Gesamtumsatz von Trumpf sinkt seit Jahren kontinuierlich und betrug nach 19% im Jahr 2019 und 17% im Jahr 2020 nunmehr 16,5%. Europa ohne Deutschland trug noch 38,1% zu unserem Umsatz bei. Auch der Anteil des amerikanischen Kontinents fiel erneut leicht von zuletzt 19 auf nunmehr 17,9%. Dank China stieg der Anteil Asiens am Umsatz der Trumpfgruppe nach 23% im Vorjahr nun auf 27%, wobei China als Einzelmarkt nur noch rund 50 Millionen Euro hinter Deutschland liegt. Eine Zahl, deren Symbolwert mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Debatten kaum größer sein könnte. Vor allem angesichts der Tatsache, dass einem Umsatzanteil Deutschlands von unter 17% noch immer 50% der weltweiten Arbeitsplätze bei Trumpf gegenüberstehen. Meine Damen und Herren, nach der regionalen Entwicklung komme ich nun zur wichtigsten Kennziffer, dem operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern der Trumpfgruppe, dem EBIT.
Dieses stieg im Geschäftsjahr 2021 nach 309 Millionen € im Vorjahr sehr deutlich um 19,5% auf nunmehr 370 Millionen €. Wir konnten damit sogar das Vor-Corona-Niveau von 349 Millionen € im Geschäftsjahr 2018/19 übertreffen, was wirklich ein großartiger Erfolg der gesamten Trumpf-Belegschaft ist, den man als solchen an einem Tag wie diesen auch einmal klar benennen darf. Im besagten Geschäftsjahr lag die EBIT-Rendite bei erfreulichen 10,5% nach 8,9% im Vorjahr. Die gute Rendite resultiert maßgeblich aus einer Steigerung unserer Produktivität, auf einer Veränderung des Produktmixes sowie konsequenten Einsparungen bei den Sachkosten. Die Investitionen in Bauten sanken gegenüber Vorjahr um ein Viertel. Aber auch Einsparungen bei Messenflügen, Übernachtungen und externen Beratungsleistungen halfen uns bei der Steigerung der Profitabilität und letztlich auch der Abbau flexibler Kapazitäten. Unsere Investitionen in das Thema Nachhaltigkeit, unter anderem im Rahmen unserer Klimaschutzstrategie, blieben davon unberührt. Ich gehe gleich noch gesondert darauf ein. Damit komme ich direkt zu unseren Investitionen und der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen. Ich beginne mit den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, unsere Investitionen in die Zukunft. Die Aufwendungen von Trumpf in F&E stiegen nach einem leichten Rückgang im Vorjahr wieder um 1,4% auf 382 Millionen an. In Relation zum Umsatz hat sich die F&E-Quote damit noch einmal leicht auf 10,9% erhöht und befindet sich damit weiter auf einem sehr hohen Niveau und weit über Branchendurchschnitt im Maschinenbau, die etwa 3% beträgt. Unternehmen wie Trumpf oder Zeiss bilden hier eine Ausnahme, was die F&E-Anwendungen anbelangt. Die weltweite Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Trumpf erhöhte sich um 3,1% auf 14.767. Mittlerweile konnten wir sogar den 15.000. Mitarbeiter bei Trumpf begrüßen. Von den knapp 14.800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Ende des Geschäftsjahres 2021 waren hierbei 7.602 in Deutschland tätig, was einem Plus von 2,2% entspricht und wie erwähnt mehr als die Hälfte ausmacht. Davon 4.400 hier am Stammsitz in Ditzingen mit Gerlingen. Mehr als ein Drittel der weltweiten Trumpf-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeitet mit anderen Worten hier in Ditzingen und knapp die Hälfte in Baden-Württemberg. Und das, obwohl sich der Umsatzanteil Deutschlands, wie eben gesehen, auf nunmehr unter 17% reduziert hat. Auch wenn dies in keinem direkten kausalen Zusammenhang steht, so ist es doch ein Symbol, wie wichtig uns unser Heimatstandort ist und wo wir ungeachtet der Tatsache bei den Kapazitäten wachsen, obwohl sich andere Märkte dynamischer entwickeln. Aber wir haben in Deutschland, was zu den Vorzügen des Standorts gehört, geballte Kompetenzen auf vielen Gebieten. Im Berichtsjahr absolvierten zudem 517 junge Menschen eine Ausbildung bei Trumpf oder ein Studium an der Dualen Hochschule. Die Ausbildungsquote lag mit 3,6% exakt auf Vorjahresniveau. Wir bilden weiter über Bedarf aus. Trumpf nimmt seine sozialpolitische Verantwortung als Familienunternehmen auch in diesem Feld weiterhin sehr ernst. Noch ein Wort zu Corona und der Anwesenheit unserer Belegschaft. Wir sind, was Sie nicht überraschen wird, ein Produktionsstandort der fertigenden Industrie. Im Jahresdurchschnitt befanden sich darum nur rund 40% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort Ditzingen im Homeoffice. Korrekt müssten wir sagen, sie haben mobil gearbeitet. Auch Trumpf nutzte in dieser Zeit das Instrument der Kurzarbeit. Die Kurzarbeitsquote lag zwischen Juli und September 2020 bei durchschnittlich 30%. Im letzten Quartal 2020 dann allerdings nur noch bei 18%, da wir schon begonnen haben, unsere Produktionskapazitäten wieder hochzufahren. Seit Januar 2021 haben wir das staatliche Instrument der Kurzarbeit nicht mehr genutzt. Über die Dauer des Geschäftsjahres ist darüber hinaus zu differenzieren, während so gut wie alle Zentralfunktionen und Teile der Produktion der Geschäftsbereiche Werkzeugmaschinen und Lasertechnik kurz arbeiteten, gab es hingegen im Geschäftsfeld EUV in Ditzingen sowie der zur Lasertechnik zählenden Elektronik in Freiburg keine Kurzarbeit. Hier wurde bei voller Auslastung weitergearbeitet, natürlich unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Ich möchte noch zu den Investitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr kommen, deren Rückgang ich beim Vorstellen der Rendite bereits angesprochen habe.
So haben wir die Investitionen um rund ein Viertel auf 145 Millionen Euro zurückgefahren, nach 194 Millionen Euro im Vorjahr. Auf Sachanlagen entfielen dabei 142 Millionen Euro. Zu den Akquisitionen und Deinvestitionen von Trumpf gibt es Folgendes hinzuzufügen. Mit Vertrag vom 18. März 2021 haben wir den spanischen Softwareanbieter Lantec übernommen. Lantec entwickelt, implementiert und wartet weltweit Software für die Blech- und Metallbearbeitung mit variablen Schnitttechnologien. Mit Wirkung zum 16. Juli 2020 haben wir im Zuge einer Partnerschaft im Bereich der Ordnungstechnologie UWB unsere Mehrheitsbeteiligung an der Biesbun SAS an den Halbleiterhersteller ST Microelectronics veräußert. Im Gegenzug haben wir eine eigene Firma, die Trumpf Tracking Technologies, hier in Ditzingen gegründet. Und auch wenn wir den offiziellen Start erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben haben, das Thema also nicht mehr ins abgelaufene Geschäftsjahr gehört, möchte ich hier unsere Aktivitäten rund um die Themen Photonik und Quanten erwähnen, etwa die schon seit längerem andauernden Vorbereitungen für die Produktion eines Quantenchips durch unser Spin-off Quant. Dazu dann im nächsten Jahr mehr oder später, wenn Sie die entsprechenden Fragen an meinen Bruder stellen wollen. Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit ist für uns als Familienunternehmen ein Kernanliegen und das nicht erst seitdem der Klimaschutz in das Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt ist. Neben der gesellschaftlichen Verantwortung, die Trumpf seit Jahrzehnten mit Projekten zur Bildung oder zum sozialen Engagement wahrnimmt, sind der sparsame Umgang mit Ressourcen sowie die konsequente Reduktion der Treibhausemissionen in den letzten Jahren in ambitionierte Maßnahmen gemündet. Die Nachhaltigkeitsbemühungen bei Trumpf als Weiterverarbeiter von metallischen Vorprodukten umfassen in diesem Kontext auch Themen wie die größtmögliche Transparenz innerhalb der Lieferkette sowie die diesbezügliche Wahrung internationaler Standards der Menschenrechte. Ungeachtet der Einschränkungen durch Corona haben wir in sämtlichen Produktionsprozessen entscheidende Schritte unternommen, die über die bereits erreichte bilanzielle Klimaneutralität hinausgehen. Vor diesem Hintergrund wurde im letzten Geschäftsjahr erstmals eine integrierte Klimastrategie verabschiedet, die sich am 1,5 Grad Reduktionspfad des Pariser Klimaabkommens ausrichtet. Das bedeutet, dass die Maßnahmen zur CO2-Reduktion das Ziel der Unterzeichnerstaaten unterstützen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Unser Beitrag lässt sich hierbei beziffern. So investiert Trumpf bis zum Jahr 2030 fast 80 Millionen Euro in den Klimaschutz. Nicht alles, was wir in diesem Bereich tun, lässt sich im Ergebnis mit anderen Worten jährlich bilanzieren, sondern muss im Kontext einer Mehrjahresstrategie gesehen werden, deren Eckpfeiler ich hier nur anreißen kann. So werden die Emissionen an allen Trumpf-Standorten weltweit bis 2030 um rund die Hälfte verringert. Das entspricht einer Einsparung von 2.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Wir setzen unser Engagement im Bereich Energieeffizienz fort und nehmen uns vor, jährlich Einsparmaßnahmen in Höhe von 1,5% für Strom und von 3% für Erdgas und Heizöl umzusetzen. Dies entspricht bis 2030 gut 130 Gigawattstunden. Allein hierfür investieren wir über 40 Millionen Euro. Bis 2027 sollen alle geeigneten Dachflächen der Trumpf-Standorte mit Solarzellen ausgestattet sein. Mit den Photovoltaikanlagen erzeugt Trumpf ab 2027 rund 15 Gigawattstunden pro Jahr und kann damit 10% seines Stromverbrauchs selbst decken. Die Trumpf-Gruppe bezieht schon seit 2 Jahren zu 100% Grünstrom. Die Qualität des Grünstroms steigt kontinuierlich, indem Trumpf in Zukunft Direktverträge mit Erzeugern regenerativer Energien, zum Beispiel Windparks, abschließt. Die Emissionen, die bis 2030 nicht komplett vermieden werden können, werden durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Die Klimaschutzprojekte sind alle mit dem Golden-Standard oder vergleichbaren Zertifizierungen ausgezeichnet. Um dies klar zu sagen, die Kompensation des CO2-Verbrauchs ist eine Übergangslösung, die Trumpf langfristig ganz vermeiden möchte. Und wir arbeiten mit Nachdruck an der Reduktion der Emissionen in den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten bis 2030 um 14%. Dies umfasst den Einkauf von Gütern und Dienstleistungen sowie, und hier liegt ein besonders großer Hebel, die Produktnutzung bei unseren Kunden, aber auch den Transport unserer Produkte zum Kunden sowie unsere Geschäftsreisen. Soweit, meine Damen und Herren, zu den Unternehmenskennzahlen des Geschäftsjahres, die Sie im Hintergrund noch mal auf einen Blick sehen können. Alle Parameter mit Ausnahme der Investitionen zeigen erfreulicherweise nach oben.
Damit komme ich nun wie gewohnt zum Ausblick und dieser fällt ambivalent aus, was mit dem trotz aller Fortschritte noch nicht vollständig absehbaren Verlauf der Corona-Pandemie, vor allem aber den zunehmenden Engpässen in der Lieferkette zusammenhängt. So können wir davon ausgehen, dass sich der Auftragseingang und Umsatz über das Geschäftsjahr betrachtet weiter positiv entwickeln werden. So hat sich die gute Entwicklung beim Auftragseingang auch in den ersten 3 Monaten des neuen Geschäftsjahres fortgesetzt. Kumuliert liegt der Auftragseingang mit 1,235 Milliarden € um plus 54% gegenüber Vorjahr und plus 13% über Plan. Etwas schwächer, aber auch noch sehr beachtlich, fällt auch das kumulierte Plus beim Umsatz in Höhe von 964 Millionen €, knapp 27% höher als im Vorjahr aus. Auch wenn es eine Verzögerung zwischen Auftragseingang und Umsatz gibt und wir beim Umsatz um minus 9% unter Plan liegen, so entspricht dies durchaus der saisonalen Erwartung, denn insbesondere der Juli und August waren traditionelle Urlaubsmonate. Ob wir den hohen Auftragseingang von fast 4 Milliarden € allerdings vollständig zu Umsatz machen können, hängt nicht anders als in der Automobilindustrie von der Situation bei Rohstoffen und Vorprodukten ab und ist daher eher vage. Neben genannten Materialengpässen in der Lieferkette, etwa bei Chips oder Industrie-PCs, halten wir eine genaue Prognose auch aufgrund der Situation auf dem Energiemarkt mit Blick auf die Transportkosten und Kapazitäten sowie auf die Inflation für nicht seriös. Für das laufende Geschäftsjahr, das bis zum 30. Juni 2022 andauert, rechnen wir unter dem Strich im günstigsten Fall dennoch mit einem steigenden Umsatz im zweistelligen Prozentbereich und mit einer EBIT-Rendite auf vergleichbarem Niveau wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Für allzu großen Optimismus ist es, wie gesagt, noch zu früh, zumal uns Corona ebenso wie die Situation bei den Chips täglich vor Augen führen, dass sich die Dinge schlagartig ändern können. Das gute Wechselspiel von Politik und Wirtschaft ist umso wichtiger, was weitere Belastungen der Industrie anbelangt. Was die Unternehmen in der jetzigen Situation nicht brauchen, sind höhere Belastungen und noch mehr Regulierung, angefangen beim gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice bis hin zu Haftungen in der Lieferkette für die Handlungen Dritter. Und auch die jetzt auf den Weg gebrachten EU-Pläne zur Erhöhung der CO2-Ziele stellen eine große Herausforderung für die europäische Industrie im Wettbewerb mit staatlich subventionierten Konkurrenten in China dar, wobei sich im Bereich der Halbleiterindustrie gerade dasselbe Prinzip wiederholt, das wir vor Jahren im Bereich der Solarmodule sahen, wo es praktisch keine ernstzunehmenden Wettbewerber außerhalb Chinas mehr gibt. Das aus Trumpfsicht neben den guten Zahlen vielleicht Wichtigste habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Und unser Personalchef Oliver Maaßen kann die wenigen Ausführungen meinerseits gleich in der Fragerunde ergänzen, wenn er möchte und Sie Fragen dazu haben. Es geht um das neue Bündnis für Arbeit 2025, also die Frage, wie wir in den kommenden 4 Jahren mit Wirkung vom 1. Januar 2022 bei Trumpf miteinander arbeiten werden und wollen. Sie sind nach unseren Mitarbeitern am vergangenen Donnerstag die Ersten, die wir darüber informieren. Was hat es mit dem Bündnis auf sich? Wenn Sie sich die ersten Bündnisse seit dem Jahr 1997 ansehen oder daran erinnern, dann wissen Sie, dass Trumpf immer ein Vorreiter in der Branche war, was die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben anbelangte. Lange vor Corona wurde bei uns mobil gearbeitet, und zwar mehr, als es zuletzt auch der Gesetzentwurf von Herrn Heil in Berlin vorsah. Die Debatte darüber, was das Verhältnis von mobilem Arbeiten und Anwesenheit vor Ort anbelangt, hat in den letzten Monaten deutschlandweit an Fahrt aufgenommen. Wir haben bei Trumpf allerdings nicht den Weg anderer Unternehmen beschritten und bereits zu Beginn der Pandemie einen beliebigen Prozentsatz für die nächsten Monate kommuniziert. Wir haben uns stattdessen die Zeit genommen, um etwas wirklich Durchdachtes vorzulegen, das zu den spezifischen Anforderungen bei Trumpf auch wirklich passt. Diese variieren in der Praxis nämlich sehr stark zwischen dem Reinraum in der Lasertechnik auf der einen Seite und vielen Bürotätigkeiten auf der anderen Seite, um ein beliebiges Gegensatzpaar zu nehmen. Oder eben den Außendienstlern gemäß unserem Motto draußen. Mit dem neuen Bündnis gehen wir den Weg von einer Anwesenheitskultur hin zu einer Ergebniskultur. Wir schaffen ohne konkrete Prozent- oder Stundenvorgaben für die Abteilungen und Teams größtmögliche Flexibilität,
damit sie nach ihren Arbeitsbedürfnissen und Aufgaben das Verhältnis von Büro und mobiler Arbeit gestalten können. Die konkrete Ausgestaltung übernehmen dabei die Führungskräfte, natürlich in Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir verabschieden uns im neuen Bündnis auch von den sogenannten Bündnisstunden. Bislang arbeiten alle Tarifmitarbeiter eine bestimmte Anzahl von Bündnisstunden zur Beschäftigungssicherung. Diese werden wir nun sukzessive absenken, und zwar bis 2024 auf 0 Stunden. Damit kommen wir einem wichtigen Anliegen der Arbeitnehmerseite gemeinsam nach. Wir schmelzen die Stunden ab 22 nach und nach ab, damit alle Bereiche, die die Stunden bereits fest in ihren Zeit- und Produktionsmodellen verplant haben, den Wandel gut mitvollziehen können. Wir geben der Produktion damit die nötige Zeit, entsprechend umzubauen. Nach Auslaufen der derzeit fest vereinbarten Beschäftigungssicherung im Jahr 2024, im Juli genau, haben wir für den Krisenfall vereinbart, also wenn die Zeiten wieder schlechter werden, dass wir uns mit dem Betriebsrat zusammensetzen, um über erforderliche Maßnahmen zu sprechen. Zur Krisenbewältigung stehen uns dann diverse Möglichkeiten zur Verfügung, so zum Beispiel unser neues Konjunkturkonto mit allen bezahlten Überstunden. Einige Instrumente sind auch über den Tarifvertrag nutzbar. Ebenfalls herauszuheben im neuen Bündnis aber ist ein geteiltes Arbeitszeitkonto, also die wirklich neue Idee, dass wir die erbrachten Überstunden unserer Mitarbeiter und die Teilhabe an dem, was geleistet wurde, anders honorieren. Jede Stunde Überzeit wird künftig zur Hälfte dafür genutzt, Sicherheit für die Mitarbeiter bei konjunkturellen Schwankungen aufzubauen. Die zweite Hälfte geben wir in die Nutzung durch die Mitarbeiter selbst, sei es durch Freizeitausgleich oder die Auszahlung von Geld. Damit entbürokratisieren und vereinfachen wir den Dschungel an Zeitkonten und schaffen neben der Beschäftigungssicherung im Konjunkturkonto für die Mitarbeiter eine maximale Flexibilität bei der Nutzung der erbrachten Überzeit. Und künftig gilt für ausnahmslos alle außertariflichen Mitarbeiter die Vertrauensarbeitszeit, wie sie heute schon für Hauptabteilungsleiter oder Geschäftsführer gilt. Also das lästige Stempeln fällt weg. Wenn man aber, war übrigens das wirklich anständig mit meinem Text, aber ich sage es trotzdem, ich hoffe, dass Herr Maaßen mich nachher nicht lyncht. Also wenn man aber zum Beispiel seine Stunden trotzdem irgendwie notiert haben will, wenn man sich zum Beispiel als Außendienstler am Wochenende viel bewegt, kann man die durchaus notieren für sich, damit man auch einen Überblick hat. Und man kann uns das auch zeigen. Als letzten Punkt haben wir einige Baumaßnahmen zur Standortsicherung in Ditzingen vereinbart. Dazu zählt nicht nur das sogenannte Produktionsareal 4, die Baustelle in Richtung der landwirtschaftlichen Flächen, kennen Sie vielleicht. Hinzu kommen auch der Bau des neuen Customer Centers, hier schräg gegenüber, hier, sowie eines neuen zeitgemäßen Ausbildungszentrums. Aber wir müssen ja vorher natürlich was abreißen, klar. Jetzt bin ich am Ende und jetzt brauche ich auch wirklich einen Schluck zum Trinken. Ich danke für die geballte Aufmerksamkeit und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Wir eröffnen die Fragerunde. Wer möchte den Beginn machen? Herr Gerster, bitte. Und dann Herr Spengler. Ja, ich hätte ein paar Fragen, und zwar zum einen vielleicht nochmal Chipmangel und auch andere Vorprodukte. Können Sie da nochmal vielleicht erläutern, inwiefern Sie da betroffen sind? Also was fehlt im Moment am meisten und wann denken Sie, normalisiert sich das dann auch wieder? Und dann hätte ich noch eine Frage zu den, Sie haben die Batteriezellfabriken in China erwähnt als Beispiel dafür, wie auch neues Geschäft dazukommt. Jetzt gibt es da sehr viele Pläne auch für Europa. Also inwiefern glauben Sie, dass Sie da profitieren können? Und wenn China so wichtig geworden ist, planen Sie dort dann auch den Aufbau weiterer Standorte bzw. auch Beschäftigung? Gut, ja, wie immer verteilen wir die Fragen natürlich, weil sonst, ja, wir verteilen es. Also erstmal, was den Mangel angeht, sind es wirklich verschiedenste Dinge. Also es sind Chips, es sind Steuerungen, es sind aber auch Plastikteile, es sind Ventile, es sind Elektronikteile. Also wir sind sehr breit da unterwegs. Ich würde erst, wenn ich fertig bin, an Herrn Mayer und dann Herrn Schmitz abgeben, dass die jeweiligen Geschäftsbereichsverantwortlichen das noch präzisieren können. Und Sie haben danach gefragt, wann es besser werden soll. Das ist je
je nach fehlendem Produkt unterschiedlich. Aber wir gehen eigentlich, und gestützt auf die Aussagen der Kollegen, davon aus, dass es noch bis zum Ende des nächsten Kalenderjahres andauern wird. Hoffen natürlich, dass es schneller geht. Und jetzt würde ich erst einmal für die Mangel an Herrn Mayer abgeben und dann vielleicht für die Batterien an Herrn Schmidt. Ja, vielen Dank. Also zum Thema Lieferfähigkeit, es trifft uns natürlich wie alle anderen auch. Und es ist so, dass wir aber bisher in der Lage waren, rechtzeitig zu liefern in den meisten Fällen. Also insofern gehen wir bisher eigentlich ganz gut damit um. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, der sich sehr intensiv mit unseren Lieferanten und auch den Lieferanten unseren Lieferanten beschäftigt. Da kommt es uns natürlich zugute, dass wir eine globale große Firma sind mit entsprechend Einfluss und auch starke Lieferanten über viele, viele Jahre aufgebaut haben. Ja, zu den Batteriezellen, die immer so dominant sind. Es geht nicht nur um die Batteriezellen, es geht auch um Elektromotoren und Applikationen in dem Bereich für E-Autos. Und da muss man ganz klar sagen, wir erwarten weiterhin ein starkes Wachstum, weil einfach noch Nachholbedarf da ist und ganz besonders auch in Europa. Aber das stärkste Wachstum ist bisher in China passiert. Und Sie fragen, verändern wir uns dort in China, bauen wir dort auf? Wir sind schon sehr stark in China und davon haben wir im letzten Jahr in der Krise stark profitiert. Denn wenn wir keine Mitarbeiter in China gehabt hätten, hätten wir auch die Installationen in China nicht machen können. Also es war ganz wichtig, dass man schon in China war. Ich habe als nächsten Herrn Spengler auf der Liste und dann Frau Fuchs. Ja, vielen Dank. Ich möchte da gerade noch mal anknüpfen auf das Thema China respektive Asien und altindustrialisierte Länder. Also da sind die Umsätze ja alle zurückgegangen, während Asien respektive China stark gewachsen ist. Da wollte ich noch mal nachhaken, also woher kommt es? Wollen die Amerikaner nichts mehr kaufen bei Ihnen? Und was bedeutet das? Also bedeutet es vielleicht nicht nur die Gefahr einer Produktionsverschiebung, sondern auch einen Kostendruck, den Sie irgendwie ausgleichen, zugunsten sozusagen der starken inländischen Beschäftigung? Danke. Also, Herr Spengler, eine Vielzahl von Fragen. Wir teilen es auch auf. Also, Rückgänge in Amerika waren sehr marginal übrigens. Und die das können Sie können widersprechen oder es bestätigen, vor allem der Herr Mayer, die Rückgänge sind in Europa Corona-bedingt. Das sind Bestätigung? Ja, exakt, das ist genau der Punkt. Wir hatten ja in China nur eine sehr kurze, wirkliche Corona-Shutdown-Zeit von wenigen Wochen, im Gegensatz zu dem im Rest der Welt ja sehr, sehr lange Shutdown-Zeiten. Und das ist der Haupteffekt. Trotzdem ist es natürlich langfristig schon so, dass wir sehen, dass das Wachstum tendenziell in China stärker ist wie im Rest der Welt. Das ist schon ein Effekt. Aber der deutliche Unterschied kommt hauptsächlich von Corona. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen. Also wir hatten tatsächlich in dem Jahr davor eine sehr starke Schwäche im Karosseriebau, wenn Sie so wollen. Es wurde also wirklich gespart. Aber ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut. Die klassischen Anwender im Automobil haben fast wieder den Prozentsatz, den sie in unserem Rekordjahr hatten. Also man baut ja nicht nur Batterien, sondern man muss ja auch an der Karosserie einiges ändern, damit man ein gutes E-Auto bauen kann. Also insofern sind wir auch relativ optimistisch, dass auch die klassischen Applikationen wieder an Fahrt aufnehmen. Herr Mayer, noch die Frage zum Kostendruck? Ja, ich möchte noch kurz was ergänzen zum folgenden Punkt an Kostendruck. Man sieht übrigens, dass im neuen Geschäftsjahr jetzt gerade die anderen Länder eher wieder schneller vorankommen gegenüber China, wo es sich gerade eher abschwächt. Insofern sieht man eben, dass es dann schon konjunkturell und eben Corona-bedingt war. Zum Thema Kostendruck. Wir sehen natürlich schon grundsätzlich, dass China jetzt immer stärker auch in den Export pusht und unsere Wettbewerber in China, gerade im Maschinenbau, schon gut vorankommen, gerade in den letzten Jahren. Und das erzeugt natürlich einen Kostendruck bei uns. Und wir begegnen dem zum einen damit, dass wir auch stärker Einstiegsmaschinen in unser Portfolio ergänzen, dass wir eben auch was anzubieten haben, eben für, ich sag mal, Kunden, die eher im Einstieg sind, zum einen und zum anderen natürlich unsere ganzen Programme, um Kosten einzusparen und auch wir bei Werkzeugmaschinen wie in der Lasertechnik sind in China vertreten für diese Märkte lokal. Und was die Frage nach der Beschäftigung angeht, Herr Schwengler, es geht nicht zulasten Deutschlands und Europas. Wir bauen, ich habe ja vorher auch im Text gehabt, wir bauen natürlich in China, dem größten Markt, ist ja der größte Werkzeugmaschinenmarkt, bauen wir natürlich mehr auf, aber es geht nicht zulasten der europäischen und amerikanischen Standorte. Maßen korrekt?
Dann machen wir weiter mit Frau Fuchs und dann Herrn Wagner. Guten Morgen. Mich würde interessieren, ob man als Unternehmen in China einen anderen Zugang zu Rohstoffen beispielsweise hat, denn hier. Also das heißt, können Ihre Standorte in China, haben die einen anderen Zugriff auf Rohstoffe oder meinetwegen auch Chips? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wir erleben gerade auf politischer Ebene einen Wettbewerb der Systeme. Glauben Sie, dass dieser Wettbewerb sozusagen auch auf wirtschaftlicher Ebene ausgetragen wird? Das heißt, werden die Regionen gegeneinander ausgespielt, auch mit dem Thema Lieferketten? Also, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Und dann würde ich an unseren China-Experten abgeben, was die Rohstoffthematik angeht und Chips, Herr Mayer, weil der für einige Jahre für China zuständig war und es auch noch ist, ob man jetzt Gott sei Dank nicht mehr so viel hin muss, aber ja, also Wettbewerb der Systeme, ja, wobei ich da klare Meinung habe. Also wenn Sie totalitäres System gleich China gegenüberstellen, einem liberalen System, Deutschland oder Europa weitgehend, glaube ich absolut langfristig an die Überlegenheit der Demokratie und der Freiheit und des freien Denkens und des sich frei Neuerfindens. Aber natürlich gibt es eine Verschiebung und da ist vor allem, was uns Sorgen macht, natürlich der Amerikaner in einer Umorientierung in Richtung Asien-Pazifik und weg von Europa. Das sehen wir natürlich mit Sorge, also ein geschwächtes Europa, ein zerstrittenes Europa und gleichzeitig ein, wie ich glaube, wenn es auch noch dauern wird, Wiedererstarken Amerikas unter neuer Führung und Hinwendung in eine andere Region der Welt. Und solche Stichworte wie Decoupling und so weiter, die spielen dann natürlich eine Rolle. Uns kommt da entgegen unsere Triadenstrategie, zu der vielleicht mein Mann was sagen kann, im Anschluss nach dem Herrn Mayer. Ja? Erst Herr Mayer mit den Rohstoffen und Chips. Ja, also es ist natürlich differenziert, die Antwort. Es gibt, und zwar muss man das so betrachten, immer dann, wenn Rohstoffe, ich sage mal, über mehrere Länder gehen, bis sie zu einem Produkt werden, das wir dann verbauen oder die man dann brauchen kann, ist es eher so, dass es auch kein großer Vorteil ist, wenn man in China ist, weil man letztendlich die Veredelung ja in anderen Ländern macht. Bei Chips ist es ja schon so, dass auch viele Chips nicht aus China direkt kommen. Insofern, das Thema Chip ist jetzt, da haben wir keinen großen Vorteil, in China zu sein. Aber wenn es um andere Materialien geht, wo es eher, ich sage mal, Rohmaterialien sind, ich sage jetzt mal Bleche zum Beispiel oder Stichwort Magnesium, wo China jetzt ja letzte Woche erst verkündet hat, den Export von Magnesium massiv einzuschränken, wird natürlich schon dazu führen, dass wenn wir in China Folgeprodukte von Magnesium, zum Beispiel Aluminium einkaufen, uns momentan leichter tun, wie wenn wir eben in Europa danach suchen. Also insofern differenziert. Ja, tatsächlich erleben wir zurzeit neben der politischen Entfremdung oder den politischen Wettbewerb in der Triade auch einen Wirtschaftswettbewerb. Also zumindest ziehen sich viele Nationen zurück auf das eigene Land oder versuchen das stärker zu machen. China und USA ganz herausragend und das wirkt auch auf uns in der Lieferkette. Wir haben aber den großen Vorteil, dass wir in den Ländern sehr stark sind, sowohl in den USA als auch in China und schon seit 10 Jahren die Strategie gehen, dass im Land für das Land produziert wird. Wir also stark lokal sourcen und dadurch dann unabhängiger werden von den Entwicklungen in den anderen Triadeländern. Und das hilft heute, aber bei den Problemen mit den Chips ist das nicht entscheidend. Da ist entscheidend, dass man enge Beziehungen zu Chip-Lieferanten hat und bei denen erreichen kann, dass man in der Priorisierung erhöht wird. Dann machen wir weiter mit Benjamin Wagner, danach Andreas Kempf. Hallo, guten Tag, Wagner, Schwäbische Zeitung. Ich habe eine Frage zu Ihren Zukunftstechnologien. Einmal zum EUV-Projekt. Das ist ja ein absolutes großes Erfolgsprojekt mit Ihren beiden Partnern in den Niederlanden und in Oberkochen. Da sind Sie ja jetzt quasi Monopolist, das kann ja kein anderer. Und da ist die Frage, wie lang
sind Sie denn da Monopolist? Kann das irgendwann ein anderer aufholen, dass diese Technik, die Sie zu dritt entwickelt haben, dass da in den nächsten Generationen andere Unternehmen das aufholen und vielleicht da ihren Vorsprung aufholen könnten? Das wäre die eine Frage. Und dann das zweite Zukunftsprojekt, der Quantenchip. Das kann man ja ein bisschen vergleichen. Es ist ja eine ähnliche Wette in die Zukunft, wie das die EUV-Technologie vor Jahren war. Klappt das mit dem Chip und wann klappt das? Okay, ich antworte direkt. Zunächst zur EUV. Ich glaube, es gibt kein Monopol und wir haben eine monopolartige Situation, das ewig dauert. Ich glaube aber gleichzeitig nicht, dass die jetzige Technologie, die von ASML im Wesentlichen beherrscht wird und wir dort eben mit in dem Konsortium arbeiten und da auch was können, was niemand anderes kann, dass diese Technologie angegriffen wird durch Unternehmen, die genau das Gleiche versuchen. Damit rechne ich nicht. Weil dafür dann am Ende wahrscheinlich auch der Markt zu klein ist. Das sind heute Größenordnung 50 Maschinen pro Jahr, wovon also das Endprodukt von ASML, wovon eine zwischen 100 und 200 Millionen kostet. Von daher ist es dann im Volumen doch ordentlich. Aber und die Entwicklungszeit so lange war, und da gibt es im Moment niemanden, der daran arbeitet im kommerziellen Sinn. Was aber passieren wird, sind zwei Dinge. Ich spreche jetzt in einem 10 bis 15 Jahreszeitraum. Erstens kann immer sein, dass alternative Verfahren gefunden werden, dasselbe zu tun. Zweitens verändert sich natürlich das Endprodukt der Mikrochip. Wir sind heute bei Strukturgrößen von 5 Nanometern. Der TSMC führt das gerade ein, das ist auch öffentlich gemacht. Und wir sind also da in einer Feinheit unterwegs, die nur noch wenige Atomlagen groß ist. Und die Physik ändert sich, wenn man unter bestimmte Grenzen kommt. Und dann ändern sich auch die Mikrochips. Das heißt, wenn man die nächsten 2 Knoten werden noch funktionieren, 3 Nanometer, 1,5 Nanometer. Wenn es dann mal unter 1 Nanometer geht, dann wird sich auch die Physik ändern. Und dann werden auch andere Herstellverfahren vermutlich relevant werden. Aber wie gesagt, die nächsten 10 Jahre haben wir zu tun und danach auch noch, weil das Wunderbare an den Mikrochips ist, dass die ja aus ganz vielen Lagen bestehen und je tiefer man in der Struktur kommt, umso feiner wird diese. Das heißt, die Lagen drüber, die muss man trotzdem herstellen und dafür werden die in Anführungszeichen alten Technologien weiterverwendet. Das heißt, EUV wird noch lange gebraucht. Und wir haben auch noch so viele Hausaufgaben, dass wir da eigentlich froh sind, wenn es nicht so schnell geht, dass wir unsere Hausaufgaben fertig machen können. Zweite Frage, Quantenchip. Also wann der kommt, ist natürlich unsicher. Ich werde es versuchen, ganz kurz zu machen. Wir haben vor 3 Jahren dieses Startup gegründet, haben uns vorgenommen, Technologie für Quantensensoren zu machen. Das ist uns sehr gut gelungen, so gut sogar, dass wir dann gemerkt haben, wir haben Basistechnologie entwickelt, die man eben auch für Quantencomputerchips verwenden kann, sogenannte photonische Quantencomputerchips. Das gilt es jetzt zu beweisen, dass diese Annahme, diese Basistechnologie eignet sich dafür, dass das tatsächlich so ist. Da sind wir dabei, da sind wir auch sehr gut unterwegs. In 1 bis 2 Jahren wissen wir sicher, dass wir dieses skalieren können und dann werden wir zunächst in die Skalierung der Technologie gehen, im Sinne viele Qubits, um dann zu entwickeln, ein kommerzielles Produkt daraus zu entwickeln. Also wir haben da noch ein paar Schritte vor uns, aber wir wären das Risiko nicht eingegangen, wenn wir uns nicht hinreichend sicher wären, dass da was draus werden kann. Aber es ist natürlich eine Wette, ist keine Frage. Dann machen wir weiter mit Frau Fleig und anschließend Susanne Preuß, bitte. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den Materialpreissteigerungen. Da klagen ja ganz viele Unternehmen. Was sind denn bei Ihnen die dicke Kostenbrocken und wie haben die sich erhöht und haben Sie nicht Angst, dass da vielleicht auch Lieferanten ausfallen können, wenn die das nicht mehr stemmen können? Und die zweite Frage ist zu diesem Bündnis für Arbeit.
Wenn jetzt diese Bündnisstunden von vorher nicht mehr angesammelt werden müssen, wie viel waren denn das? Über welche Größenordnung redet man? Und das betrifft ja jetzt dieses neue Bündnis 3 Standorte. Wie viele Mitarbeiter betrifft das insgesamt? Okay, also die Bündnisfrage an Herrn Maaßen und vielleicht mit Materialkosten haben, die balancieren meist, gell? Aber was diese Lieferantenfrage, ich möchte noch vorausschicken, eine Bemerkung. Natürlich ist das für die Lieferanten zum Teil schwierig, aber da kommt uns zugute, dass wir unsere Lieferanten schon immer und auch gut behandelt haben und dies auch weiter tun werden. Wir haben eine hervorragende Verbindung zu unseren Lieferanten und wir machen sie nicht kaputt, sondern sie entwickeln sich mit uns. Und das kommt uns natürlich jetzt extrem zugute. Also das wäre für andere Branchen vielleicht auch mal empfehlenswert, dass die besser mit ihren Lieferanten umgehen. Genau, ich würde da direkt ergänzen, vielleicht noch direkt zur Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Krise auch ein EVP-Programm, ein besonderes EVP-Programm gestartet gehabt, wo wir nochmal darum gebeten haben, auch einen Beitrag zu leisten seitens Lieferanten. Das haben wir jetzt wieder komplett zurückgenommen, im Sinne von, jetzt geht es uns auch wieder besser. Deswegen ist es auch in Ordnung, wenn die Lieferanten wieder ein bisschen besser verdienen. Und insofern ist da eine enge Zusammenarbeit und wir beobachten sehr genau, wer wackelt und wer nicht, und dann gehen wir uns ins Gespräch. Der größte Kostenbrocken ist tatsächlich das Rohmaterial, insbesondere Stahl und Alu. Und da haben wir natürlich insbesondere beim Biegen Maschinen, die sehr, sehr viel wiegen, weil man einfach da viel Masse braucht. Da reden wir von vielen, vielen Tonnen. Und bei einer Verdopplung des Stahlpreises, was wir ja momentan haben, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, können Sie sich vorstellen, da reden wir dann von 5-stelligen Summen, wie sich da Kosten entwickeln. Ja, zum Thema Bündnis und Bündnisstunden. Die Bündnisstunden, die die Mitarbeiter heute erbringen, sind 70 im Jahr, die Tarifmitarbeiter. Wir haben diese in diesem Geschäftsjahr abgeschmolzen auf 50, das ist der erste Schritt, und werden sie, wie Frau Leibinger-Kamüller erwähnt hat, bis 24 ganz abschmelzen auf 0. Das ist die Systematik und entsprechend dann am Ende des Geschäftsjahres 23/24 gibt es keine Bündnisstunden mehr. Und wie erwähnt, die Beschäftigungssicherung wird dann auch so entfallen, wie sie heute ist. Und es gibt die Verpflichtungsvereinbarung in Krisenzeiten, mit den Betriebsräten dann ins Gespräch zu gehen. Zu den Zahlen. Ditzingen, wo das Bündnis gilt, hat 4.500 Mitarbeiter. Gerlingen gehört zu Ditzingen 75, Hettingen 530. Das heißt, hier im Stammhaus, wo wir jetzt diese Vereinbarung geschlossen haben, 5.100 Mitarbeiter. Ich möchte noch dazu erwähnen, das Bündnis gibt es auch in Freiburg, in Schramberg und in Neukirch an unseren Standorten. Da sind wir im Moment noch in den Gesprächen. Wir wollten, die IG Metall würde sagen, einen Pilotabschluss machen. Den haben wir sozusagen hier am Stammhaus gemacht und sind im Moment in den Gesprächen mit den anderen 3 Standorten, wie wir dort wahrscheinlich ähnliche, wobei man muss fairerweise dazu sagen, wir haben ja auch unterschiedliche Situationen. Freiburg, E-Technik, eine andere Ausgangslage und andere Situationen. Deswegen wird auch dort das Bündnis wahrscheinlich in leicht veränderter Form abgeschlossen werden. Dann würden wir Andreas Kempf noch nehmen und dann Frau Preuß. Ich würde hier ganz mal kurz in Richtung China nachfassen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten ja beobachtet, wie die politische Seite sehr stark in das Marktgeschehen eingegriffen hat. Sie haben es selber, Herr Mayer, ja auch beschrieben beim Thema Magnesium, aber wir haben das ja auch bei aktiennotierten Unternehmen gesehen. Wie gehen Sie mit dieser Wundertüte China um? Also auch mich würde auch mal interessieren, ist das eine vorübergehende Erscheinung oder ist das eine völlig neue Art der Wirtschaftspolitik, die aus Peking kommt? Danke. Also, wie gehen wir damit um, Herr Kempf? Es ist der wichtigste Markt. Heißt, Rückzug ist keine Option. Das heißt, wir müssen uns damit arrangieren und unter Einhaltung der gesetzlichen und Vorgaben natürlich. Also wir können ja da nicht tricksen. Das ist in der Tat, und der Herr Mayer kann das gleich noch ergänzen, eine Riesenherausforderung für uns. Aber es gibt keinen Weg drumherum. Und es sieht ja nicht, also um diesen Riesenmarkt, wir können den nicht auslassen. Wir brauchen diesen Markt schon, um die Arbeitsplätze in Europa und in Amerika zu erhalten. Das muss man schon klar sagen. Und es sieht ja politisch nicht so aus, als würde sich das in eine
für uns angenehme, aus meiner Sicht richtige Richtung bewegen. Im Gegenteil, Xi Jinping arbeitet ja jeden Tag an der weiteren Festigung seiner Macht und schränkt die Freiheiten im Land immer noch mehr ein und reguliert und die Regulierungen werden ja auch immer mehr. Also das ist eine gigantische Herausforderung. Herr Mayer kann es noch vertiefen, aber wir müssen uns der stellen. Genau, und es wird täglich schwieriger, das kann man schon auch sagen, in allen Dimensionen, sei es Vorgaben, sei es Beschränkungen, sei es auch Standards, die China jetzt ja sich selbst weiterentwickelt. Aber also unsere strategische Antwort darauf lautet Local for Local. Das heißt, wir wollen in China auch, ich sag mal, chinesisch wahrgenommen werden als ein lokales Unternehmen, das die lokale Kultur respektiert auf der einen Seite, das lokal produziert, das lokal auch teilweise entwickelt, immer mehr. Wir haben dazu zum Beispiel auch ein ziemlich, ich sag mal, chinesisches Management. Also gegenüber von vor ein paar Jahren haben wir mehr Chinesen auch im Management, die natürlich mit uns sehr, sehr eng zusammenarbeiten, keine Frage. Aber wir wollen in China wahrgenommen werden als sozusagen auch Teil von China dort. Und damit, glauben wir, können wir erfolgreich sein. Aber was wir nicht tun ist, Herr Mayer, ist unsere Werte aufgeben. Also die Werte, die eben uns leiten und dazu bringen, die Mitarbeiter auf der ganzen Welt gleich zu behandeln. Also da haben wir ja unter Ihrer Leitung auch einige Dinge eingeführt, die es in anderen chinesischen Unternehmen nicht gibt. Und wir lassen dafür dann andere weg, die es in anderen Unternehmen gibt. Also um vielleicht das nochmal zu unterstreichen, und das macht es natürlich schwierig. Was heißt denn Werte? Werte heißt Compliance. Werte heißt gute Behandlung und Bezahlung der Mitarbeiter. Werte heißt im Winter nicht die Heizung abzuschalten. Und da gibt es eine ganze Reihe an Themen, die wir tun, um, ich sag mal, unseren Werten zu entsprechen. Da gibt es keine Kompromisse. Bedeutet aber einen Wettbewerbsnachteil, weil die anderen es halt nicht tun. Und das ist etwas, wo wir überkompensieren müssen durch noch mehr Leistung, durch, ich sag mal, noch mehr Schleue, Qualität und so weiter, aber es ist sehr, sehr harter Kampf dort. Und wenn man sieht, das Wachstum in Summe in China ist teilweise schon auch noch größer, wie das, was wir hinbekommen, weil wir eben gerade in den Einstiegsmärkten, oder nicht Einstiegsmärkten, ich sage mal im Volumensegment, wo es darum geht, eine billige Maschine zu kaufen, da kommen wir momentan in dieses Segment nicht ohne weiteres ran, weil wir eben manche Dinge nicht unterschreiten. Wir machen weiter mit Frau Preuß, dann nochmal Herr Wagner und dann Herr Gleichauf. Und dann Herr Buchenau. Ich habe eine operative Frage zu EUV und dann noch was Strategisches. EUV, ich hätte ja eine Wette gemacht, dass es dieses Jahr mehr Umsatz gibt, aber es ist zurückgegangen. Wie ist es denn zu erklären und wie geht es da weiter? Also auch Sie haben vorher TSMC erwähnt. Können Sie kurz skizzieren, wo Ihre Kunden, also die Zweitkunden, dann die Endkunden von ASML sitzen, sind es alle? Und wenn der Intel-Chef jetzt sagt, er will irgendwie, wenn er genug Subventionen kriegt, in Europa 18 Fabriken bauen, ist da auch diese Technologie drin? Das ist das Thema EUV und das andere im Prinzip, Herr Leibinger, auch eigentlich an Sie stark gerichtet, diese Zukunftsthemen. Das ist ja irgendwie schon ein Faszinosum, dass ein Unternehmen, was in Deutschland auf jeden Fall ja als Mittelständler wahrgenommen wird, und Sie sind es auch, solche Dinge schafft, wo gleichzeitig ganz Deutschland davor zittert, dass wir irgendwie den Anschluss verpassen und die Chinesen und Amerikaner mit ihren Milliarden die Themen viel leichter schaffen. Und da frage ich mich, wie kommt es denn eigentlich? Also liegt es schon nur daran, in Anführungszeichen, dass Sie eben seit vielen, vielen Jahren diese 10% Investitionsquote haben? Dann wäre es ja relativ einfach. Oder woran liegt es, dass Sie in diesen wahnsinns zukunftsträchtigen Themen wie jetzt EUV und eben dann auch diese Quantentechnologie da so vorne dabei sind? Danke. Also zunächst mal danke für das Lob. Also zu EUV, die Frage habe ich natürlich erwartet, die kann man leicht erklären. Das ist eine Kombination gewesen im abgelaufenen Geschäftsjahr von Planänderungen bei einem der 3 wichtigen Kunden. Sie haben den erwähnt. Und das hat ja dann dort auch zu einem Führungswechsel geführt. Und wir haben diese Planänderung bei diesem Kunden nutzen können, einen Modellwechsel vorzuziehen. Und das hat zu einer Verzögerung in den Lieferungen geführt. Das war also so geplant und vorteilhaft und wir holen das im laufenden Geschäftsjahr nach. Wir werden ein enormes Wachstum in EUV haben im laufenden Geschäftsjahr.
Die Endkunden sind, die drei wichtigsten sind TSMC, Samsung und Intel in der Reihenfolge. Man muss sich vorstellen, was die sich vorgenommen haben für die nächsten Jahre. Samsung wird bis 2025 150 Milliarden Euro investieren in 5 neue Chipfabriken. TSMC hat bis jetzt 100 Milliarden in 3 Jahren angekündigt. Das sind aber Zusatzinvestitionen, die in den USA geplant sind, noch nicht drin enthalten. Und Intel, das sind die Zahlen, die genannt werden, in einer großen Bandbreite. Aber ich vermute, dass das Investitionsvolumen in Chipfabriken für EUV in die gleiche Größenordnung geht. Und da ist meine große Hoffnung, dass wir in Europa und insbesondere in Deutschland die Intelligenz besitzen, dass die einzige Chance, die wir haben, diese Kerntechnologie auf unseren Boden zu holen, ist, einen dieser 3 dazu zu bringen, hier eine Fabrik zu bauen. Und Intel, da sind wir am nächsten dran. Das wird aber mit sich bringen, dass wir denen Vorteile gewähren, die sie auch an anderen Stellen der Welt bekommen, in Form von kostenlose Grundstücke, Steuererleichterungen und vor allem Genehmigungserleichterungen. Samsung baut so eine Fabrik von Planverabschiedung bis Inbetriebnahme in 2 Jahren. Eine Investition zwischen 25 und 30 Milliarden stellen die in 2 Jahren hin. Da haben wir noch nicht mal die Genehmigung in Deutschland. Aber ich möchte nicht abschweifen. Es gibt weitere Kunden, die wichtig sind, die auch auf den Zug aufspringen. Global Foundries, Micron, SG Hynix, Toshiba zählen da dazu. Aber die 3 Großen sind die entscheidenden. Warum gelingt uns immer wieder neue Themen gut zu besetzen? Ich glaube, wir haben eine Kombination aus 3 Dingen, die uns helfen. Das erste ist schon die Photonik und die Lasertechnik als Innovationstreiber. Wir sind auf einem Gebiet zu Hause, das eine junge Technologie ist, die ständig neue Möglichkeiten hervorbringt. Und wir müssen die nur erkennen. Wir haben zweitens eine Innovationsstrategie, die sich aus ein paar Kernelementen zusammensetzt, die helfen. Dazu zählt auch zum Beispiel, dass wir Partnerschaften als im Grunde, ich sage es mal, als Haltungsfrage sehen. Die Fähigkeit, Partnerschaften zu begründen und über lange Jahre zu pflegen, ist eine Frage der Haltung. Wenn man eben als erstes einen Vertrag schließen will, dann ist das wahrscheinlich der falsche Ansatz. Der erste Schritt muss sein, dass man Bereitschaft zeigt, in Vorleistung zu gehen. Und das tun wir immer und immer wieder. Manchmal wird man enttäuscht, aber oft eben auch nicht. Und zu dieser Innovationsstrategie zählt auch, dass wir ganz gezielt sogenannte Plattformtechnologien fördern. Also eine Lösung erarbeiten, von der wir erkennen, auf der Basis können wir dann auch andere Dinge tun. Zum Beispiel die Batterieschweißerei ist daraus entstanden. Das war eine Plattformtechnologie, das Laserschweißen, das wir dafür entwickelt haben. Und das Dritte ist, dass wir als Familienunternehmen mit einer Führung, die sich in dieser Frage sehr einig ist, dazu in der Lage sind, über lange Zeiträume sogenannte Deep Technology zu entwickeln. Da braucht man einfach einen Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren. Und dazu braucht man auch viel Vertrauen zueinander in einer solchen Unternehmensleitung. Und natürlich hilft uns, dass wir ein Familienunternehmen sind und nicht ständig mit Analysten reden müssen und alle 3 Monate erklären müssen, was EUV ist. Weil das gibt man nach 2 Jahren dann einfach auf und sagt, das mache ich nicht mehr. Aber das jetzt nur am Rande. Die Familie ist sich auch einig, dass sie da März die Knete einsetzt. Gell? Genau. Können wir ja rausziehen und was anderes mitmachen. Ja. Dann machen wir weiter mit Herrn Wagener nochmal, dann Herr Gleichhoff, dann Herr Buchenau. Das ist eine Frage, die schließt sich ein bisschen an aus den Ausführungen von Ihnen. In diesen Minuten tritt gerade der neue Bundestag zusammen. Welche Wünsche haben Sie an die neue Bundesregierung? Und dann gerade nochmal in Bezug auf China. Ich meine, die künftige oder wahrscheinliche künftige Bundesregierung
wie hat es gesagt, sie möchte künftig eine wertebasierte Außenpolitik umsetzen. Und dann können Sie das mal in Bezug auf China setzen. Also das Amt, da war ja lange Jahre das Schlagwort Wandel durch Handel, das scheint ja gescheitert. Und jetzt kommt eine Bundesregierung, die will eine wertebasierte Außenpolitik machen. Was bedeutet das und wie sehen Sie das? Also ich werde ja nicht Teil dieser Bundesregierung sein, deshalb weiß ich nicht so genau, was damit gemeint ist. Klingt auf jeden Fall gut. Ich finde, dass die Bundeskanzlerin, die Außenpolitik, die jetzt geschäftsführende Bundeskanzlerin, die gemacht hat, eigentlich da in China sehr viel getan hat. Also ich habe das einmal sehr erlebt bei einer Reise. Da hat sie ganz gezielt auf Menschenrechte, die herrschenden Typen, Herren angesprochen und auch Namen genannt. Und so. Ich fand es da immer schon sehr mutig. Dennoch sind da, habe ich ja vorher schon gesagt, sind uns dann natürlich Grenzen gesetzt, weil wir müssen dort Geschäfte machen. Wir müssen es. Wirklich. Gucken wir mal, wer das Außenministerium kriegt. Beobachten wir das mal mit Wohlwollen. Was die Wünsche angeht, also ich denke, da bin ich einig mit allen, die hier sitzen, die Themen, die benannt sind ja die richtigen. Das muss man ja sagen. Und sie wurden in der vergangenen Legislaturperiode auch zum Teil vernachlässigt. Digitalisierung, Entbürokratisierung und so weiter. Leider fehlt Rentenreform, Steuerreform und solche Dinge, aber die können auch nicht alles auf einmal machen. Also wir wünschen uns, dass Sie diese Themen beherzt aufgreifen und auch umsetzen, aber mit Maß, mit Augenmaß. Also die Klimaziele, die ja wichtig sind, und ich habe das ja vorher ausführlich beschrieben, hinter denen wir 100%ig stehen, die nicht auf Kosten umsetzen, auf dem Rücken der Wirtschaft und damit auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern mit Maß. Und was für uns natürlich als Hochtechnologieunternehmen, hat mein Bruder ja gerade gut geschildert, wichtig ist technologieoffen. Also wir haben eigentlich nichts gegen einen hohen CO2-Preis, aber wie wir die technologischen Veränderungen, was das Klima angeht, umsetzen, das sollte man wirklich der Wirtschaft, der Industrie überlassen und nicht versuchen zu dominieren aus der Regierung raus, weil die nämlich da vielleicht nicht so ganz die Ahnung haben, wie es möglicherweise die Wirtschaft hat und wie es im freien Wettbewerb eben entsteht. Dann machen wir weiter mit Herrn Gleichauf. Ja, guten Tag. Wir haben viel gehört über Preissteigerungen. Könnten Sie ein Beispiel nennen, gerade bei Werkzeugmaschinen, wie da sich die Preise Ihrer Maschinen im vergangenen Jahr entwickelt haben, wie sie sich dieses Jahr entwickeln? Herr Mayer? Ja, also wir haben, wo es, ich sage mal, durch die Decke ging mit den Einkaufspreisen, haben wir praktisch um 2% pauschal schnell erhöht, weil wir mussten reagieren, wo es deutlich überproportional war. Und jetzt ist es so, dass wir versuchen, natürlich einen Teil der Kostensteigerung zu kompensieren, zum einen durch Effizienz, durch Produktivität. Da kommt uns gerade zugute, dass es, ich sage mal, von der Auftragslage her ganz gut aussieht, auch durch Design to Cost, also auch wir arbeiten noch kräftiger dran, unsere Produkte kosteneffizienter zu designen, dass sie einfach auch weniger kosten, damit können wir auch was kompensieren und wir werden zum Beispiel, ich habe vorhin die Biegemaschinen erwähnt, wahrscheinlich nicht ganz drum rumkommen, noch mal ein bisschen was anzupassen, weil die einfach einen enorm hohen Stahlanteil haben und so gehen wir jetzt differenziert Produkt für Produkt durch. Nicht zufrieden mit der Antwort? Sie gucken so. Sie haben jetzt gesagt, 2% im vergangenen Jahr, habe ich das richtig verstanden? Genau, und im laufenden Jahr gibt es da so eine im laufenden Jahr differenziert nach Produkten. Wir werden nicht drum rumkommen, noch mal was zu tun, aber dadurch, dass es auch sehr dynamisch ist und dass wir uns das angucken, wir haben jetzt zur Messe die Preislisten nicht nochmal angepasst, jetzt im Moment, die jetzt ja gerade läuft, also zumindest nicht nochmal deutlich nach oben. Im Schnitt, wie gesagt, beim Biegen und bei den materialintensiven Produkten, da werden wir aber noch mal ein bisschen was tun. Aber ich möchte jetzt keine Zahlen im Detail nennen. Gut, dann gehen wir zu Martin Buchenau. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch, weil ich aus 3 verschiedenen Bereichen Fragen habe. Eine kurze Nachfrage. Sie meinten mit der Chipfabrik, eine Chipfabrik in Deutschland, ne? Weil Intel baut ja schon in Irland. Möglichst in Dresden. Ja, genau. Das ist nämlich der einzige Ort in ganz Europa, außer Irland, wo man sowas machen kann. Okay. Dann Sprung zu EUV, obwohl das ist ja noch Chip-Technologie.
ASML darf ja nicht, oder die Amerikaner verhindern ja, dass EUV-Maschinen nach Festland China exportiert werden dürfen. Das heißt, die Probleme von Decoupling treffen Sie, wenn auch meinetwegen über 1 oder 2 Ecken. Gibt es da ein Worst-Case-Szenario, weil mit nur Local for Local kommt man ja nicht weiter in dem Moment, wo die Amerikaner dann sagen, entweder ihr macht es hier oder in China, aber nicht in beiden Ländern. Das könnte ja zum Beispiel bei dem nicht Quantensensor, aber beim Quantenchip spätestens kommen, dieses Problem. Wenn es denn eine bahnbrechende Technologie wird, was ich ja hoffe und denke, dann wie viel haben Sie in diese Technologie Quantenchip und Quantensensor, wie viel investieren Sie da jährlich rein? Und dann noch eine kleine Einschätzungsfrage über die Leistungsfähigkeit der geplanten Batteriefabriken in Deutschland. Sie sind da ja auch mit involviert am Rande. Wie können die denn so viel besser werden, trotz deutschem Engineering, wenn die Chinesen mit dem modernsten Verfahren schon die Kathoden und Anoden oder was es da ist, wunderbar zusammenschweißt? Wo ist denn da überhaupt noch eine Möglichkeit, wenn die ihr Hightech verwenden? Also die dritte Frage würde ich gleich an Sie weitergeben, Herr Schmitz. Die EUV in China, da muss man, also der ganz korrekt ist, dass es einen Antrag gibt für den Export einer Maschine in Holland und der wird nicht bearbeitet bis jetzt. Also verboten ist da bis jetzt nichts, aber wir wissen natürlich verhindert. Ja, dass da im Hintergrund gesprochen wird. Das ist natürlich ganz schwierig. Wir hängen da ja hinten dran und wir werden nichts tun, was unseren Kunden in irgendeiner Weise schadet. Wir werden uns aber auch nicht dazu verleiten lassen, Dinge zu tun, die ungesetzlich sind oder uns schaden würden. Also wenn, stellen wir uns mal vor, das wird verboten, Maschinen nach China zu liefern und es soll dann trotzdem geschehen, dann würden wir das nicht tun können. Wir würden uns dann an die Gesetze und an die Absprachen halten. Wenn Sie mich persönlich fragen, wo wird es hinführen? Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass wir versuchen, China davon abzuhalten, EUV-Maschinen zu bekommen, weil die werden dann andere Möglichkeiten finden, zumindest in kleineren Stückzahlen solche Chips herzustellen. Das ist dann zwar kommerziell nicht attraktiv, weil das viel zu teuer ist pro Chip, aber technisch möglich ist es. Man kann Röntgenstrahlung, kohärente Röntgenstrahlung, das ist EUV im Grunde, auch in einem Synchrotron erzeugen. Das ist dann zwar prohibitiv teuer, aber die Strahlung hat man trotzdem und so eine Maschine kann man sich wahrscheinlich aus einer Deep-UV-Maschine auch irgendwie zusammenbauen. Also für experimentelle Untersuchungen geht es, oder wenn man Chips fürs Militär herstellen will, in ganz kleinen Stückzahlen, kriegen die Chinesen das hin. Wir wären viel besser bedient, mit denen offen zusammenzuarbeiten, meine persönliche Meinung. Ich glaube, am Ende des Tages Wandel durch Handel, es wurde vorher gesagt, es ist gescheitert. Ich glaube nicht, dass es gescheitert ist. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit, der Dialog am Ende immer überlegen ist einer Konfrontation. Zum Thema Quant, wir haben bis jetzt eine niedrige zweistellige Millionenhöhe dafür ausgegeben. Wir werden das jetzt deutlich steigern. Wir haben heute 25 Mitarbeiter in dem Unternehmen. In einem Jahr sollen es über 100 sein, weil wir natürlich jetzt die Arbeiten massiv ausweiten müssen. Und dann kann man sich im Kopf ungefähr ausrechnen, was das für eine Burnrate ist. Die machen aber schon Umsatz. Quantensensoren liefern sie in kleiner Stückzahl an 2 unterschiedliche Endkunden, aber der Umsatz reicht natürlich in keiner Weise, um die Kosten zu decken. Batterie. Ja, zu dem Thema Batterie. Da will ich als erstes Argument mal ganz allgemein sagen, die Internationalisierung des Wissens gilt in beide Richtungen. Also auch Europa lernt schnell dazu, lernt schnell, was man da noch anders machen kann. Und ich finde immer ganz erstaunlich, wie viel da noch geht. Also wir sind noch lange nicht am Ende und ich würde auch behaupten, dass der Battle, wer das dann hinterher am besten macht mit der E-Mobilität, egal ob das jetzt Brennstoffzelle oder Batterie ist, Stichwort Technologieoffenheit, der ist, glaube ich, noch nicht rum. Wenn man sich anschaut, wie lange es Elektromotoren schon gibt, würde man eigentlich erwarten,
Da müsste doch eigentlich alles fertig sein. Und wenn Sie sich da anschauen, was in den letzten 3, 4 Jahren da noch passiert ist an Effizienzsteigerung, Leistungsdichteerhöhung, den Kampf würde ich noch nicht aufgeben. Ich glaube, da ist noch viel möglich, auch für Deutschland. Technisch vielleicht schon, aber ich wollte noch mal nachhaken. Die Projekte, die laufen bei Batteriezellfertigung, die brauchen ja Zeit. Und dann kann ja der Markt drüber rollen. Das haben wir ja so bei Solar erlebt. Also das dauert ja 5 bis 7 Jahre, bis man jetzt von diesem Pilotstatus in eine Massenproduktion kommt. Sagen wir 5 Jahre, wenn man Northvolt nimmt oder sowas, dann sind es vielleicht 4 Jahre. Die Zeit hat man doch gar nicht. Also da habe ich jetzt persönlich eine andere Meinung. Erstens ist es ja auch nicht unbedingt immer ganz entscheidend, dass das ein deutscher Unternehmer ist, der diese Firma hier in Europa baut. Also CATL kommt nach Deutschland, Tesla ist in Deutschland. Wir arbeiten international mit diesen Hightech-Unternehmen zusammen. Wir arbeiten aber auch genauso mit Volkswagen sehr intensiv an der Weiterentwicklung von Applikationen. Also ich denke, das ist nicht das Kriegsentscheidende. Das Kriegsentscheidende ist, dass wir hier hochproduktiv arbeiten, hohe Zuverlässigkeiten und weiter die Technologie vorantreiben. Dazu gibt es eine Frage aus dem Chat, die würde ich auch gleich an Christian Schmitz stellen. Hinsichtlich der Marktentwicklung, Strukturwandel, Automobilsektor, wo sehen Sie Trumpf dort, wo sehen wir Trumpf dort? Auch sozusagen was Vorteile gegenüber Wettbewerbern anbelangt, wie können wir den Strukturwandel innerhalb der Automobilindustrie begleiten, vorantreiben? Also man kann sagen, dass wir im Jahr 2018, 19, Anfang 19, da haben wir unter dem Strukturwandel gelitten. Da haben wir deutlich gespürt, dass die Ausgaben stark runtergefahren worden sind und wir mit unserer Technologie da einfach nicht zum Zuge kamen, weil einfach gespart wurde. Aber die Elektromobilität und die Arbeiten zur modernen Mobilität hilft uns gerade. Ich würde sagen, wir haben in China deutlich Marktanteile gewonnen durch Applikations-Know-how, weil es geht nicht nur um den Laser, nur um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben. Wir hatten jetzt im letzten Geschäftsjahr ein Rekordjahr für Welding. Hätte man nicht erwartet am Anfang des Geschäftsjahres. Da haben alle gesagt, das wird jetzt noch lange dauern, bis das da wieder der nächste Schwung kommt. Automobilindustrie, Umbau und so weiter und so fort. Aber es gibt einfach neue Welding-Applikationen und auch die Newcomer, die Autos bauen, die brauchen ja Unterstützung bei den Lösungen, die sie brauchen. Und das hilft uns im Moment gerade. Da ist es jetzt wieder fast wichtiger, als nur auf Preis-Leistungs-Verhältnis zu gucken, auch drauf zu gucken, wie schnell können wir unseren Kunden Lösungen anbieten. Und da sehen wir uns klar im Vorteil. Ich würde da noch eins ergänzen wollen, und zwar, wir sehen ja den Trend im Strukturwandel auch zu kleineren Stückzahlen und mehr Flexibilität, kürzeren Produktlebenszyklen. Und da haben wir, ich glaube, mit unserem Portfolio sehr, sehr gute Chancen. Ein Beispiel wäre die Coil-Anlage. Wir haben eine neue Anlage entwickelt, die direkt vom Coil das Blech quasi abwickelt und schneidet, bringt enorme Flexibilitätsvorteile. Wir haben jetzt die ersten 3 Testkunden vereinbart und das ist etwas, wo wir jetzt auch in die Automobilbranche zum Beispiel anbieten, gab es vorher noch gar nicht, würde, ich sage mal, die großen Pressenanlagen zumindest in manchen Bereichen ersetzen und da deutliche Vorteile bringen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo wir da eben auch beitragen. Dann schaue ich nochmal in die Runde, ob es eine weitere Frage gibt. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir das Ganze auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, für die Fragen. Auch jenen, die im Chat zugeschaut haben oder im Stream besser gesagt.